Hallo liebe Modellautofreunde, heute geht es um ein ganz besonderes Modell, in den Almost Real in 1:18 Land Rover Defender 110 in der Camel Trophy Edition. Bleibt dran! Ja Leute, ich habe ja schon mal die 1:43er Version von diesem Wagen vorgestellt und jetzt habe ich hier auch die 1:18er Version, auf die ich natürlich sehr stolz bin, denn sie ist schon lange ausverkauft und wohl dem, der eine gefunden hat. Ich habe leider den Verkaufsstart verpasst und bin trotzdem jetzt froh, eine gefunden zu haben zu einem, sage ich mal, adäquateren Preis. Ja, das ist die Verpackung. Ja, sehr schön, hier das Originalfahrzeug und schauen wir mal rein. So, wir können sehen, hier ist Lieferumfang dabei. Ja, 4 Koffer, 4 Benzinkanister, eine Metalltruhe und hier vorne eine Axt und natürlich noch das Befestigungsband oder Seil. Und hier haben wir noch entsprechende Zertifikate. So, hier haben wir noch das Zubehör. Ja, einmal hier das Zertifikat, die Karte, das ist Pappe. Ja. Das ist die Seriennummer 1157. So, dann haben wir noch hier einen ganz großen Aufkleber dabei. Ja, Camel Trophy, Adventure Wear oder Wear. Da ist noch ein Aufkleber dabei oder mehrere. Die kann man aufs Auto natürlich drauf machen. Mit den verschiedenen Ländern. Ja. Hier Deutschland. Ich werde sie natürlich nicht drauf machen, denn das soll alles im originalen Zustand bleiben, würde ich mal sagen. So, hier gibt es noch mehr Faden bzw. Länder. Und hier auch nochmal. Und dann haben wir hier eine Holzplatte. Und die kann man oben auf den Land Rover mit drauf machen. Ja, beziehungsweise so rum natürlich. Ja. Wenn man die Koffer befestigen möchte natürlich. Ich werde es aber erstmal ohne zeigen, also bis gleich. So, ich hole den Wagen jetzt einfach mal raus. Ihr könnt sehen, der Wagen, der ist noch so neu. Der hat hier noch die Klebestreifen an den Türen. Und die werde ich jetzt mal abmachen. So, jetzt habe ich die Aufkleber mal abgemacht und das Modell ist schon eine Wucht, muss ich sagen. Und ja, wir gucken es jetzt mal im Detail an. Allein die Front ist sehr, sehr beeindruckend. Man kann hier vorne sehen, die Seilwinde ist detailliert angebracht worden. Hier der Schutzgrill, die Motorhaube, da drauf ist ein Spaten befestigt. Hier ist eine Axt noch mit drauf, beziehungsweise ist ein Brecheisen, glaube ich. Und wir schauen mal den Motorraum an. Hier ist, glaube ich, eine Strebe, wo man den Motor befestigen kann, die Motorhaube. Das möchte ich jetzt nicht rausholen mit den Handschuhen, das ist sehr schwierig. Und wir können sehen, dieser dieser alte Motor, sehr detailliert umgesetzt, gefällt mir sehr gut. Die Kabel sind zu sehen. Ja, also ist wirklich schön. Machen wir zu. Hier das Reserverad ist drauf. Hier oben sehen wir noch Land Rover Defender Logo. Dann Camel Trophy. Hier oben die Scheinwerfer sind dabei. Hier haben wir den Schnorchel. Ja. Und oben natürlich das Gerüst und hier die entsprechenden Seile, die Stabilisation hier dieses Gerüsts gewährleisten. Und ja, wir schauen uns die Seite an. Auch sehr beeindruckend, finde ich. Land Rover Defender, typisches Aussehen, was soll man sagen, es ist einfach eine klassische Form. Shell-Logo und hier kann man theoretisch dann überall seine entsprechenden Aufkleber von dem Land, das man bevorzugt, aufkleben. Wie gesagt, ich mache es nicht, ich möchte ihn im Originalzustand belassen. Und hier oben, wie gesagt, Dachreling, wo man hier aus Metall wohlgemerkt diese Unterleger, wo man unter die Reifen machen kann, wenn man irgendwo festgefahren ist, im Sand oder Matsch oder sowas. Oder sogar im Schnee. Wobei im Schnee fährt der wahrscheinlich erstmal nicht rum.
Ja, kommen wir hier zur Heckansicht, die auch nochmal sehr beeindruckend ist, wie ich finde. Hier ist eine Leiter, wo man im Prinzip hochgehen kann auf das Dach. Eine Rückleuchte haben wir hier sogar angebracht. Der Auspuff, Camel Trophy, überall sind die kleinen Badges drauf. Hier steht auch nochmal Land Rover Defender. Und natürlich hier die Spritzkappen sind übrigens auch aus Gummi. Ja. Also wirklich sehr detailliertes Fahrzeug. Auch hier nochmal ein Reservereifen zusätzlich. Wir machen mal den Kofferraum auf. Und ich versuche mal, ob ihr das sehen könnt. Aber ich denke schon. Hier drin ist sogar mit Teppich-Imitat ausgekleidet. Das ist natürlich, ich sag mal so, bei dreckigen Aktionen sehr schlecht. Allerdings als Modell sehr schön. Da sind noch Querstreben, kann man sehen. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, das Fahrzeug. Ich mache den Kofferraum mal wieder zu. Und ja, wir schauen uns die andere Seite an. Sieht genauso aus im Prinzip wie die andere. Hier allerdings noch der Tankstutzen. Wir schauen uns natürlich selbstverständlich nochmal den Innenraum an. Übrigens kann man auch hier sehen, hier ist noch Federung drin. Ja. Die Türen gehen übrigens auch sehr weit auf. Ich möchte es nicht zu weit aufmachen. Und wir schauen uns mal den Innenraum jetzt an. Hier ist auch sehr detailliert gearbeitet worden. Ja. Innen drin kann man sehen, auf Fußraum ist natürlich Gummi. Beziehungsweise in unserem Fall hier ist es Hartplastik. Allerdings ist das zu verkraften. Denn es ist ja kein Luxusfahrzeug. Und ja, hier hinten alles sehr rustikal, aber dennoch gut umgesetzt. Hier die Instrumente kann man sehen. Also es ist schon hohe Qualität, die hier gemacht worden ist von Almost Real. Und ich bin wirklich, wie gesagt, sehr stolz darauf, das Fahrzeug zu besitzen. Und hier können wir nochmal die Beifahrerseite sehen. Hier die Gangschaltung mit der Untersetzungssteuerung. Gefällt mir gut. Also kann man wirklich nichts sagen. Das Modell ist ein klasse Fahrzeug. Und ich denke mal, irgendwie, falls ihr auch so ein Modell haben wollt, sage ich mal, wünsche ich euch sehr viel Glück, eins zu finden. Denn sie sind wie gesagt ausverkauft, werkseitig schon lange. Und sie sind auch sehr schwer im Internet zu finden. Und die Preise, die aufgerufen werden, wenn sie mal reinkommen, sind ganz schön saftig. So, ich habe euch nochmal schnell hier die Zubehörteile aufs Dach gepackt. Noch nicht verbunden mit der Schnur, aber so soll das im Prinzip aussehen. Ja, also hier oben mit den Benzinkanistern, die Metallkiste und natürlich die 4 Koffer. Und ja, somit kann man jetzt die Rallye starten. Und ich würde sagen, sagt mir, wie ihr dieses Fahrzeug findet. Schreibt gerne einen Kommentar, abonniert mich und drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video von mir. Schaut euch nochmal die anderen Camel Trophy Versionen an. Wie gesagt, oben im i verlinkt und unten in der Beschreibung natürlich. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.